Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor 2 Wochen ja die Cricut Joy Extra gezeigt und hatte da aber auch schon gesagt, dass ich ein zusätzliches neues Paket auch schon auf dem Tisch stehen habe. Und zwar ist das die Portrait 4. Letztes Mal eben hatte ich euch den Vergleich gezeigt von Cricut Joy zur Cricut Joy Extra dann zur Portrait 3. Und in diesem Video werde ich euch natürlich die Portrait 4 zeigen. Dann werde ich aber auch einen Vergleich zu Portrait 3 machen, diese beiden Geräte. Und dann die Portrait 4 auch im Vergleich zur Cricut Joy Extra. Einfach, damit ihr da einen guten Überblick habt, weil wie immer bei mir auf dem Kanal, ich sage nicht, das ist das beste Gerät oder das ist das beste Gerät, sondern ich gebe euch einfach meine Erfahrungen, meine Infos weiter, die ich zu diesem Gerät habe. Und dann könnt ihr für euch selber entscheiden, welches Gerät denn für euch am besten passt. Mehr dazu seht ihr auch gleich nach dem Intro. Hier haben wir auch schon die große Kiste. Ich kriege das gar nicht in einmal auf das Bild, aber dass ihr das seht, ne? Portrait 4. Hier oben habt ihr auch schon ein paar Angaben dazu, die erzähle ich euch gleich. Und was ihr hier auch drauf habt, ist ein QR-Code für weitere Infos. Ist auch immer hilfreich. Ja, und ich würde sagen, ich packe das Ganze jetzt mal aus und dann sehen wir, was in der Kiste drin ist. In der Kiste drin habt ihr einerseits den Plotter, die Portrait 4, dann habt ihr eine Matte, dann haben wir hier Stromkabel und der Stromanschluss ist hier auf der Seite. Da haben wir den Stromanschluss. Dann haben wir hier noch eine weitere Tüte. Hier drin habt ihr die ganzen Safety Instructions, also Sicherheitshinweise, und ihr habt eine weitere kleine Tüte. Und hier drin ist einerseits das Automatikmesser, hier um den Deckel vorne zu lösen und es zu reinigen, und dann habt ihr hier noch ein weiteres Element. Und das müsst ihr nicht wegschmeißen, sondern das wirklich beiseite legen, weil wenn ihr Power Tools verwenden wollt, dann kommt das hier rein, damit ihr damit dann auch die Power Tools verwenden könnt. Von dem her, dieses Element wichtig, legt es auf jeden Fall beiseite, damit ihr das nicht verliert. Wenn ihr das Ganze zum ersten Mal anschließt, müsst ihr ein Firmware-Update machen, und je nachdem, wie stabil euer Bluetooth-Verbindung ist, hilft es, wenn ihr das mit dem USB-Kabel macht, aber beim Lieferumfang ist kein USB-Kabel mit dabei, weil wir haben alle durchaus genug von diesen Kabeln. Das ist ganz einfach eins, was ihr zum Beispiel auch mit Drucker verwendet. Da könnt ihr das verwenden, oder wenn ihr wirklich keins habt, könnt ihr das auch kaufen. Kostet keine Unsummen von Geld. Ich finde es eigentlich gut, dass man nicht jedes Mal eine Riesenmenge an Kabel mitgeliefert kriegt. Dann, wenn wir das uns innen drin angucken, ihr habt hier 2 Elemente, die das Material unten halten. Das sind keine Rollen mehr, sondern so Sprungfedern. Und dann habt ihr neu auch die Möglichkeit, das hattet ihr bei Portrait 3 nicht, dass ihr hier den verschieben könnt. Und man sieht es hier auch so ein bisschen an diesen weißen Teilen, bis wohin man das verschieben kann, weil es rastet dann auch ein. Und da habt ihr neu die Möglichkeit, eben von 22,9 cm bis eben runter auf 10,8 cm Material durchführen zu lassen. Das heißt, wenn ihr ohne Matte schneidet, ist es hier eben extrem hilfreich. Plus auch, wenn ihr den nach außen schiebt, geht diese Rolle nicht mehr auf dem Klebebereich von eurer Matte, sondern wirklich außen, da wo kein Kleber ist. Das ist auch super. Dann das Messer einsetzen, könnt ihr hier rausziehen. Dann da, wo die Plakette ist, das kommt nach hinten. Und ich mache das jeweils so, dass ich mit dem Daumen den Hebel hochschiebe
und mit dem Zeigefinger das runterschiebe, damit es wirklich gut sitzt. Und so schiebe ich dann das wieder rein und dann rastet es das wirklich schön hier vorne ein. Das ist so einer der Punkte, den viele falsch machen und es dann nicht richtig schneidet. Also wirklich hier, wenn ihr das einsetzt, Hebel rausziehen, dann Messer rein, Daumen hier ran, Zeigefinger hier ran, runterschieben und das Ganze reinschieben. Was bei dem auch neu ist, dass ihr hier einen Button habt zum Wiederholen. Das heißt, wenn es irgendwo nicht richtig geschnitten hat, kann ich das nochmal wiederholen. Oder wenn ich x-mal das gleiche Design zum Beispiel aus einer A4-Seite ausschneiden will, kann ich einfach immer laden, wiederholen, auswerfen. Neues laden, wiederholen, auswerfen, ohne dass ich da immer wieder zum PC gehen muss. Das ist ein schönes Zeitersparnis. Das gab es, glaube ich, bei den alten Geräten. Die Portre 3 hatte das nicht und da wurde stark danach gefragt, dass es das wieder gibt und deshalb haben sie den wieder eingeführt. Das andere seht ihr dann gleich im Gebrauch. Was auch speziell ist jetzt bei der Portre 4, ist, dass sie den Scanner quasi verbessert haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendetwas mache, wo ich eine holographische Folie drauf mache, zum Beispiel Sticker, dass er das besser lesen kann. Das testen wir heute auch gleich. Und der sollte eigentlich auch leiser sein als die Portre 3. Auch das gucken wir uns an und ich würde sagen, bevor wir hier mit der starten, die zu verwenden, gucken wir uns noch kurz die Unterschiede an zwischen Portre 4 und Portre 3. Das hier, wie gesagt, Portre 4, das hier Portre 3. Innenleben, damit ihr hier die Knöpfe auch seht. Wie gesagt, wir haben neu hier den Wiederholen-Button. Ansonsten beide Bluetooth, das nach vorne, nach hinten, also Einlass, Auslass, Einschalt-Button, Pause-Button. Und hier haben wir den Einschalter, der ist auf der Seite. Wir haben auch das Einziehen, Auswerfen, respektive Einziehen, Auswerfen, diese Richtung. Was hier neu ist, wir haben nur noch einen Strich mit einem Pfeil, um die Matte einzuführen oder richtig zu platzieren, weil das hat hier bei der Portre 3 durchaus zu Verwirrung geführt, weil wir hier 3 verschiedene Linien haben und da müsst ihr dann auch gucken, es gibt 2 verschiedene Matten und wir hatten ja bei der alten Matte hatten wir hier diese Striche. Und wenn ihr eine Matte kauft, also eine zusätzliche Matte kauft, dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr die richtige kauft, weil das kann dann Auswirkungen haben beim Print and Cut, dass es dann nicht mehr richtig stimmt. Dann, wie gesagt, hier können wir die Rollen neu verschieben. Das könnt ihr hier eben nicht. Von der Größe her seht ihr, das ist gar nicht so ein riesen Unterschied. Die hier ist 41,1 cm x 14 cm x 11,2 cm und die hier ist 44 cm x 16,3 cm x 12,4 cm. Vom Gewicht her, die ist 1,6 Kilo, die ist 2 Kilo. Die neueren Sachen wie eben diese Power Tools oder die elektrostatische Matte gehen nur mit der Portre 4, nicht mit der Portre 3 und die beiden Sachen kann ich euch heute leider auch noch nicht zeigen. Ich habe die noch nicht. Sobald ich sie habe, werde ich sie euch natürlich dann auch zeigen, damit ihr seht, wie ihr die verwenden könnt. Schneiden ohne Matte ist bei beiden möglich. Das gucken wir uns heute auf jeden Fall auch an. Dann eben, hier habt ihr einen Repeat-Button, hier habt ihr keinen Repeat-Button, also dieses Wiederholen. Von den Matten her eben der Unterschied, das ist die neue, das ist die alte. Wenn wir uns die Größe angucken, die neue ist ein bisschen größer geworden, weil neu nicht nur A4 möglich ist, sondern eben auch Letter Size, das ist die amerikanische Größe, von dem her eben auch ein größerer Arbeitsbereich. Das heißt, hier bei der Portre 3 haben wir einen Arbeitsbereich von 30 cm x 20 cm, ohne Matte maximal 3 Meter. Hier haben wir auch einen Arbeitsbereich von 30 cm x 20 cm. Ohne Matte sind es dann 29,4 cm in der Breite und dann von der Länge her maximal sind wir da jetzt schon bei
487,5 cm, das heißt fast 5 Meter. Also das ist schon ordentlich, was ihr da an Material schneiden könnt, wenn ihr ein großes Design machen wollt. Die Pixscare-Matte, die ich euch auch schon gezeigt habe, hier mit der Portrait 3, die ist auch mit der Portrait 4 kompatibel. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel dann auch Sachen drucken und schneiden ohne die Passmarken, weil die sind hier eben drauf. Oder kann Sachen, die ich gestempelt habe, ausschneiden, finde ich auch eine ganz coole Sache. Oder wenn ich irgendein Motiv auf einem Designpapier habe, wo ich da ringsherum schneiden will, auch das geht. Wenn euch das interessiert, da habe ich ein Video dazu gemacht, wie diese Matte funktioniert. Die gucken wir uns heute nicht nochmal an. Und in Sachen Kompatibilität auch noch das Messer ist natürlich kompatibel zwischen den beiden. Da wir hier auch einen Durchlass von 2 mm haben, müsste eigentlich hier auch das 2 mm Craft Blade auch für die funktionieren, weil das sind beide die gleichen Messerhalterungen und eben ich habe genug Durchlass. Und was bei der Portrait 3 mit dabei war, sind diese Stiftehalter. Die waren jetzt hier nicht mit dabei, aber ich habe schon ausgetestet, die blaue Halterung funktioniert hier drin auch und somit sollten auch die Stifte funktionieren. Verbindung bei beiden Geräten ist via entweder eben USB-Kabel oder Bluetooth. Und wie gesagt, sollte das Britain Cut hier besser die Passmarken lesen können, auch wenn ich eine Folie drüber habe. Und von der Geräuschkulisse sollte die eigentlich leiser sein, aber das merken wir jetzt dann gleich, wenn wir die starten und auch die ersten Projekte damit machen, dann hören wir da auch gleich, wie laut die ist, weil ihr habt die Geräte eigentlich immer in derselben Distanz zu meinem Mikrofon, das heißt, egal welches Video ihr euch anhört, das Gerät steht eigentlich immer an derselben Stelle oder in derselben Distanz zum Mikrofon, von dem her könnt ihr das auch wunderbar vergleichen. So, und jetzt gehen wir eigentlich hin und schließen die schon mal an und verbinden die mit dem PC. Ich habe mir noch kurz hier die Mindestanforderungen an das System angeguckt. Bei Yasando haben die das wunderbar aufgeführt. Da habt ihr Windows 10 oder höher, Mac OS X 10.14, 64-Bit oder höher. Und vom Silhouette Studio her braucht es die Version 4.5.700 oder höher. Ich bin dann einfach ins Silhouette Studio reingegangen und habe mir kurz angeguckt. Hier über Silhouette Studio seht ihr jeweils die Edition. Also ich habe Business Edition 4.5.735. Das ist jetzt die neueste, die ich mir heruntergeladen habe und die muss eben mindestens 4.5.700 sein. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das dann findet zum Herunterladen, dann könnt ihr hier auf Silhouette Amerika klicken und dann kommt ihr ins Silhouette Studio und hier könnt ihr eben dann den Download machen von der Version, die ihr braucht. Bei mir war es jetzt eben die Mac 64-Bit für den Mac. Wenn wir dann im Silhouette Studio drin sind, dann kann ich hier auf Senden gehen. Dann sehe ich auch schon die Geräte. Jetzt muss ich natürlich den Plotter einschalten und da müsst ihr ein paar Sekunden drauf bleiben. 1, 2, 3 und schon schaltet er sich ein. Ich versuche es jetzt mal mit Bluetooth und nicht mit USB. Und dann kann ich hier auf die Geräte klicken und dann sollte eigentlich die Portrait 4 auch schon angezeigt werden. Ist genau der Fall. Dann sagt er, wird verbunden. Dann sagt er auch, Firmware Update erhältlich, jetzt aktualisieren und da sage ich natürlich ja. Und er sagt mir, dass ich die Portrait nicht ausschalten soll. So wie es aussieht, hat das funktioniert. Er steht Material laden, respektive kein Medium geladen. Macht auch Sinn, weil wir haben ja gar noch nichts drin. Und da will ich jetzt zuerst mal im Design einen Print-and-Cut machen mit der Matte. Und deshalb sage ich bei der Matte, dass ich hier die Passmarken eingeschaltet haben will. Und hier sage ich, die Maschine ist Portrait 4, P-Typ normal, Schneidematte, ja, nehme ich
die Schneidematte und Mediengröße A4. Das ist das, was ich eingestellt haben will. Und jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Designs hier drauf packen. Das heißt, ich kann hier meine Datei nehmen, die auf den Arbeitsplatz rüberschieben. Dann kann ich die natürlich auch kleiner machen. Und davon will ich ein Offset haben. Und das aber kleiner. So in dem Stil hinzufügen. Und jetzt kann ich kurz hier beim Offset noch die Teile rauslösen, die ich nicht haben will. Und am besten kurz mit dem Radiergummi kann ich einfach hier diesen Innenbereich quasi rauslöschen. So, und dann die Datei einfach wieder da reinfügen. Das ist mein Sticker, mit dem ich arbeiten will, und jetzt kann ich den hier natürlich innerhalb von der roten Linie platzieren. Und davon mache ich auch gleich ein paar Kopieren. Ich kann auch ein paar noch ein bisschen kleiner machen, damit wir noch mehr Platz haben auf dem Papier. Müsst einfach gucken, dass ihr außerhalb von dieser geschrafften Linie, dass ihr da nicht reinkommt. So good to see you. So, ich habe versucht, das Ganze so gut wie möglich zu optimieren, damit ich da so viele Sticker wie möglich rausbekomme. Und dann muss ich die natürlich auch verschweißen. So, und dann können wir auf Senden gehen. Jetzt seht ihr, schneiden tut es eben nur außen herum mit diesem Offset. Das heißt, ich kann das drucken und da mache ich das jeweils so, Moment, dass ich natürlich den richtigen Drucker aussuche und dann bei Qualität nehme ich Optimal. Ich habe das auch zweimal ausgedruckt, damit ich das einmal mit einer Folie drüber machen kann und einmal ohne. Und ich habe von Yasando, finde ich ganz cool, hier einerseits eine Regenbogenfolie. Dann habe ich eine mit Herzen drauf und so Blümchen oder Schneeflocken, je nachdem wie man es anguckt. Und dann habe ich eine mit so Sternen. Die finde ich richtig cool, das wird mein Favorit und genau die verwende ich. Und da mache ich das jeweils so, dass ich oben einfach den ersten Teil ablöse. Und den lege ich einfach mal um. Also 3 cm. Kurz gucken, ob das groß genug ist. Jupp. Weil jetzt kann ich das hier ans Ende legen. Dann weiß ich, dann wird das schön passend drauf gehen. Und dann kann ich das runterlegen. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. So. Es geht einfach darum, möglichst wenig Luftblasen drin zu haben. Und jetzt muss ich das gerade anders machen. Das heißt, ich nehme einen Schaber und schiebe das hier auf das Papier drauf. Ich mache es zuerst mal einfach mit der flachen Hand. So. Und dann können wir noch die ganzen Luftblasen, die sich gebildet haben,
Können wir noch rausschieben. Das sieht so dermaßen cool aus. Ich weiß nicht, ob ihr den Effekt seht. Aber das funkelt richtig, richtig schön. Und ich bin jetzt eben hier auch auf den Passmarken drauf. Mit dieser Folie. Jetzt gucken wir das zuerst mal mit dem an, ohne die Folie drüber. Die Schutzfolie von eurer Schneidematte müsst ihr natürlich aufbewahren, weil die kommt immer wieder drauf, wenn die nicht in Gebrauch ist. So. Dann gucke ich einfach, dass mich die Zahlen richtig an. Dann nehme ich hier beim Material die Aufkleberfolie weiß. Gucken wir mal den Anpressdruck an, der sagt 2. Ich habe aber das Gefühl, das muss eine 1 sein mit meinen bisherigen Erfahrungen. Das heißt 1, 14 und 8. Ich versuche das, und wenn es das nicht durchgeschnitten hat, respektive ich mache ja nur einen Kiss Cut, das heißt, ich will eigentlich nur, dass er das Papier, aber nicht den Träger schneidet. Und wenn das dann nicht funktionieren sollte, kann ich immer noch wiederholen. Das heißt, ich muss hier die Matte laden und jetzt ist eben die Kante von eurer Matte, geht da, wo der Pfeil angezeigt ist. Ich gehe hier mit dem auf die äußerste Position, weil dann sehe ich nämlich, wenn ich hier die Matte hinlege, dass er hier dann eben auf der Matte fahren wird mit dem Rädchen, wo keine Klippebeschichtung drauf ist. Genau das will ich haben. Das heißt, hier schön anlegen, gucken, dass das schön gerade ist und dann kann ich das einziehen lassen. Und dann sage ich hier, es steht zwar kein Medium geladen, ich glaube, ich habe das irgendwo gesehen, dass es ein Softwarefehler ist im Moment noch, der sich hier noch korrigiert wird. Ich sage jetzt mal senden. Dann fragt er hier, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Schritte befolgen. Porträt 4, Matte laden, habe ich gemacht. Laden automatischen Klinger habe ich gemacht und dann kann ich sagen senden. Was er jetzt macht, er sucht jetzt die Passmarken ab. Dann stellt er das Messer ein. Und dann legt er auch schon los. Ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da einen Geräuschunterschied höre von der Porträt 3 zu Porträt 4. We do this every day and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Wenn er fertig ist, spult er die raus, respektive nicht ganz. Und jetzt kann ich eben kontrollieren, ob er das gut geschnitten hat. Aber das war jetzt nicht wirklich ein Kiss Cut, sondern er hat es komplett durchgeschnitten. Da muss ich tatsächlich noch tiefer gehen mit meinen Einstellungen. Aber ich sehe, er hat es geschnitten. Von dem her kann ich die Matte rausladen. Und wie immer, wenn ihr das Material von der Matte nehmt, biegt ihr die Matte und nicht euer Material. It's just us two, me and you. Muss jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein, weil er es teilweise geschnitten hat, aber teilweise nicht.
Aber wie gesagt, es ist jetzt bei mir nicht wirklich eine KissCut, sondern es ist, ja, ist eigentlich durchgeschnitten. Da muss ich noch ein bisschen an den Einstellungen suchen, dass ich da die richtigen finde, damit ich ein KissCut habe und er nicht durch das ganze Material durchschneidet. Aber ihr seht, ich habe hier wunderbar meine Sticker und super mit dem Offset, hat wunderbar funktioniert. Das war jetzt das ohne die Beschichtung. Jetzt machen wir das Ganze noch mit der Beschichtung. Jetzt muss ich natürlich das Material noch oder die Schneideeinstellung noch ändern. Ich nehme mal hier holographischer Stickerbogen. Das ist eine 5. Das ist ein bisschen stark und 2 Durchgänge. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist nicht so extrem dick. Von dem her gehe ich mal auf eine 3. Anpressdruck auf 20 und Geschwindigkeit lasse ich auf 4. Und auch hier eben, wenn es dann nicht funktioniert, kann ich immer noch ein zweites Mal den Auftrag geben. Das heißt auch hier wieder die Matte laden. Und dann kann ich auf Senden gehen. Passt alles und ich kann Senden sagen. Jetzt sucht er eben auch wieder die Passmarken. Hat er tatsächlich gefunden, trotz der Folie, die drauf liegt, und fängt auch schon an zu schneiden. Wenn er fertig ist, gibt er die wieder raus und jetzt mache ich das wie vorhin, dass ich mir angucke, hat es funktioniert, und ja, es hat wunderbar funktioniert, das heißt, ich kann die Matte rausnehmen. Diesmal hat es auch wirklich sauber durchgeschnitten. Das heißt, ich kann per se eigentlich einfach mal hier den Überstand wegnehmen. Und dann die Kleber noch von der Matte lösen. Und ihr seht, dass auch das wunderbar geschnitten wurde. Und das Glitzern drauf, das ist so dermaßen cool. Ich zeige euch das im Vergleich zu dem normalen. Und das normale brauche ich euch nicht sagen. Ihr seht, welches das normale ist und welches das Glitzer ist. Ich finde die Folie richtig, richtig, richtig cool. Da werde ich mir garantiert noch mehr davon kaufen. Und das kann man jetzt tatsächlich ganz einfach als Sticker verwenden, weil hinten Trägerfolie drauf, die man dann wegnehmen kann. Ich muss zu meiner Entschuldigung auch sagen, das ist ein extrem dünnes Stickerpapier, von dem her nicht das kräftigste, aber so haben wir dann wunderbar einen Sticker. Ich habe es jetzt kurz noch auf einen schwarzen Karton geklebt, einfach damit ihr den Kontrast hier noch schön seht. Und dasselbe hier mit der Glitzerfolie. Es ist wirklich schwierig, das mit der Kamera einzufangen, aber es sieht echt hammermäßig aus mit dieser Folie drauf. So, das war Sticker. Ihr seht, Print & Cut funktioniert wunderbar. Und wenn ihr dann auch die richtigen Einstellungen gefunden habt, dann könnt ihr auch eine KissCut-Technik machen.
da muss ich bei mir noch ein bisschen suchen. So, jetzt habe ich ein Stück Papier und da wollte ich jetzt einfach mal gucken, ob ich eben da zum Beispiel, ich würde sagen, ich mache hier einfach ein paar Tags, die ich aus einem Papier aufschneiden will. Machen wir mal 2 davon. Ich werde das hier einfach nur kurz testen. Jetzt muss ich natürlich sagen, ohne Schneidematte, dann zeigt er mir auch den Bereich an, wo ich das machen kann. Dann kann ich auf Senden gehen und dann wähle ich hier Farbkarton einfach aus. Anschnitt 3, gehen wir auf eine 4 hoch. Anpressdruck 30, Geschwindigkeit, gehen wir noch 1 runter. Machen wir so, 4 von der Klingentiefe, Anpressdruck 20 und Geschwindigkeit 4. Jetzt kann ich eben mein Material laden und jetzt ist ja die Rolle hier drüben, das heißt, ich muss die hier rüberschieben, Hebel heben und dann spürt ihr, wenn es einrastet, kann ich das runter machen und dann mache ich das Papier auch da, wo ich normalerweise die Matte machen würde und lasse das einziehen. Und dann kann ich hier sagen, senden. Senden. Jetzt stellt er das Messer ein. Jo, das war nichts, ne? Das heißt, da muss ich durchaus noch ein bisschen mit den Einstellungen spielen. So, ich habe noch ein bisschen weiter probiert und schlussendlich war es jetzt so, dass ich mit einer Klingentiefe von 3, einem Anpressdruck von 10, 2 Durchgängen und einer Geschwindigkeit von 5 hat es funktioniert. Zumindest jetzt hier bei meinem Test. Jetzt versuchen wir das nochmal, ob ich die beiden Etiketten so schneiden kann. Eines hat funktioniert, das andere so lala, weil die zweite Linie, er hat sich versucht, also er hat sich so ein bisschen verschoben. Und was ihr hier auf jeden Fall gucken müsst, es hat hier teilweise so eine Perforierung auf diesem Rad drauf, dass ihr dieses Rädchen irgendwo hin macht, wo das damit Kontakt hat. Wenn ihr hier, da ist es komplett frei, da hat er dann zu wenig Gegendruck, so wie ich das verstehe. Aber ja, ich muss noch ein bisschen optimieren, aber ihr seht, ihr könnt auch ohne Matte Papier schneiden. Und wir versuchen jetzt das Ganze dann gleich auch nochmal mit Flexfolie. Einmal mit Matte und einmal ohne Matte. Das heißt, ich stelle hier wieder auf Matte um. Und dann nehmen wir hier, bei diesem Set hat es ein Herzensmensch gehabt. Nee, nehmen wir diese Blume. Und da sage ich nachzeichnen. Wo haben wir es? Ja. Dann muss ich den Bereich zum Nachzeichnen auswählen. Und sagen Kontur. Und jetzt müsste ich hier wunderbar genau diese Blume haben. Die mache ich jetzt natürlich kleiner, weil die will ich nicht so riesig haben. Und weil ich Flexfolie mache, spiegle ich das hier jeweils auch gleich schon. Dann ist es auch schon erledigt und dann kann ich auf Senden gehen. Und hier muss ich natürlich das Material ändern. Dann sage ich
Wärmeübertragungsfolie glatt, glaube ich, war das. Dann mache ich hier kurz Folienreste drauf auf die Matte, weil ich will zuerst Testschnitte machen, damit ich sehe, ob das überhaupt funktioniert. Machen wir das wieder rüber hier. Dann die Matte laden. Und dann sage ich hier Test. Und kann ich angucken, ob ich das entgittern kann. Ja, hat wunderbar funktioniert. Das heißt, ich fahre hier mit der Einstellung Klingentiefe 2, Anpressdruck 4 und Geschwindigkeit 8 und einen Durchgang. Kann ich die Folie an die Stelle machen, wo ich die brauche, die Matte wieder laden. Und dann können wir hier auch schon sagen, senden. Jetzt fragt er, spiegeln oder einfach senden. Ich habe schon gespiegelt, deshalb sage ich einfach senden. Und nochmal senden. Kann ich das rausnehmen? Dann das Überschüssige wegschneiden, weil das kann ich noch für andere Sachen verwenden. Und dann können wir das hier kurz entgittern, um zu gucken, wie gut das funktioniert hat. To stay every single day. Yeah. Und jetzt seht ihr, wie filigran das geschnitten hat. Na, also diese Linien sind super filigran, hat es alles wunderbar geschnitten und ich konnte das auch wunderbar entgittern. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch also ohne die Matte an. Da bin ich aber ganz ehrlich, ich gehe da ohne Matte nicht extrem filigran. Also ich würde jetzt nicht gerade so klein gehen ohne Matte, aber wir machen das Ganze so ein bisschen größer. Versuchen wir es mal in der Größe. Dann kann ich auf Senden gehen. Nee, sorry, zurück, Design, weil wir müssen ja noch was anpassen, und zwar die Matte, dass ich eben jetzt ohne die Matte schneiden will. Und dann auf Senden gehen. Und jetzt brauche ich natürlich ein größeres Stück, weil ich eben ohne Matte schneide. Das lade ich. Und mutig, wenn ich bin, sage ich jetzt einfach mal senden mit denselben Einstellungen. So hold me tight through the night. It's just us two. Ich entgittere es jetzt kurz für euch, damit ihr es seht, aber es hat leider nicht ganz so funktioniert, weil er hat es verschoben. Gleich wie beim Papier. Ich muss da noch die besseren Einstellungen finden, dass er das Ganze nicht verschiebt. Lustigerweise hatte ich das bei der Portrait 3 nicht wirklich, dass er angefangen hat, die Sachen zu verschieben. Aber das ist immer so, ne? Wenn ihr einen neuen Plotter habt, müsst ihr
da so ein bisschen die richtigen Einstellungen finden. Und vielleicht war das jetzt einfach wirklich auch zu filigran, weil warum machen wir ein Schneiden ohne Matte? Weil wir wollen in der Regel große Motive, die eben größer sind als unsere Schneidematte, dass wir die dann trotzdem ausplotten können. Von dem her war das jetzt vielleicht hier einfach auch das falsche Beispiel. Da seht ihr, na hier, er hat am Anfang richtig geschnitten und dann ist er verrutscht und dann wurden die Linien hier drüben massiv dünner und die dicker. Von dem her hat so jetzt nicht wirklich funktioniert, aber ich sage es immer eben, ich muss zuerst sehr wahrscheinlich noch ein bisschen damit testen, dass ich die richtigen Einstellungen finde, aber grosso modo kann man sagen, alles mit Matte funktioniert wunderbar. Alles ohne Matte muss ich noch ein bisschen üben und die richtigen Einstellungen finden. Das waren jetzt auch die ersten Tests, die ich heute machen wollte. Eben Sticker hat wunderbar funktioniert, sogar eben wenn ihr eine Folie drauf habt mit diesem Glitzer-Effekt. Ich muss für mich noch die Einstellungen finden, dass ich eine Kiss-Cut-Technik machen kann, mit dem aber vom Schneidergebnis, wenn das komplett durchschneidet, wirklich wunderbar. Dann eben mit der Matte Flexfolie schneiden hat wunderbar funktioniert, super filigran, alles gut. Ohne die Matte muss ich noch ein bisschen an den Einstellungen üben, dass mir die Matte, dass mir das Material nicht verrutscht und dasselbe auch eben bei Papier, dass ich da schneiden kann, ohne dass die Matte verrutscht. Von dem her für mich das Fazit, mit Matte alles wunderbar, ohne Matte muss ich da noch ein bisschen testen. Aber wie gesagt, das ist immer so, wenn ihr ein neues Gerät habt, dass ihr da zuerst so ein bisschen rausfinden müsst, was die richtigen Einstellungen sind. Und ihr habt es gesehen beim Papier und auch bei der Flexfolie, dass ich da halt einfach Testschnitte mache und so versuche herauszufinden, was die beste Kombination ist zwischen Klingentiefe, Schnittgeschwindigkeit und Anpressdruck und Anzahl Durchgänge. Dass ich da die besten Einstellungen finde für das jeweilige Material. Ich habe für mich ein kleines schlaues Büchlein, wo ich tatsächlich solche Sachen reinschreibe und dann einfach nachgucken kann, mit welchem Plotter ich was am besten schneide. Das waren jetzt erstmal die ersten Projekte eben mit der Silhouette Portrait 4 und jetzt wollt ihr vielleicht auch noch den Vergleich sehen von der zur Cricut Joy Extra, die ich euch vor 2 Wochen gezeigt habe. Einfach damit ihr da auch so ein bisschen den Unterschied seht. Und die gucken wir uns gleich noch an. Ihr seht die Größe, das sieht ein bisschen anders aus. Hier bei der Portrait 4 sind wir bei 44 cm mal 16 cm oder 16,3 cm mal 12,4 cm. Und hier bei der sind wir bei 31,7 cm mal 15,2 cm mal 13,9 cm. Das heißt, die hier definitiv kleiner. Gewicht, hier sind wir bei 2 Kilo, hier sind wir bei 2,7 Kilo und das merkt ihr dann schon. Also die hat ordentlich mehr Gewicht. Arbeitsfläche sind wir hier bei der Portrait 4 sind wir bei 20 cm in der Breite, in der Länge 30 cm mit der Matte. Ohne die Matte sind wir bei 29,4 cm mal 487,5 cm. Und hier sind wir bei 20,8 cm mal 29,7 cm. Und wenn ihr ohne Matte schneidet und Smart Material, dann seid ihr bei maximal 1,2 Meter, also 120 cm. Von den Matten her habt ihr hier verschiedene. Ihr habt die ganz normale Standard-Grip-Matte, ihr habt eine Light-Grip-Matte und dann habt ihr aber auch eine Kartenmatte. Das sind die 3 Matten hier für die Cricut Joy Extra. Und hier habt ihr eben die Standardmatte und dann habt ihr auch noch die Option für die PixScan-Matte.
Wenn wir von Matte reden, wir können bei beiden Maschinen ohne Matte schneiden. Und ignoriert jetzt meine Tests heute. Das liegt wirklich daran, dass ich die Einstellungen noch suchen muss. Aber der Unterschied ist mehr das, dass ich hier bei der Cricut Joy Extra nur mit Smart Material ohne Matte schneiden kann. Alles andere muss mit Matte passieren. Sonst funktioniert das nicht. Und hier könnt ihr rein theoretisch eben alles ohne Matte schneiden. Print and Cut können beide. Was ich jetzt bei der noch nicht ausprobiert habe, wie das eben aussieht, wenn ich so eine holographische Folie drauf mache, wie gut er das liest, kann ich euch nicht sagen, aber hier hat es auf jeden Fall wunderbar funktioniert, aber auch ansonsten Print and Cut funktioniert wirklich bei beiden Maschinen wunderbar. Von den Tools her, hier haben wir einfach das normale Messer, den Stift und das Foiling Tool, das heißt das, was ihr auch mit der Cricut Joy schon hattet. Die Sachen könnt ihr auch hier verwenden. Und hier haben wir zusätzlich das 2 mm Craft Blade, eben das Autoblade, das normale, Stifte, und dann kommt dann eben auch noch das Power Tool, wo wir dann im Gegensatz zu hier, wo wir die Folie mit dem Foiling Kit durch Druck aufpressen, wird das hier dann ein Foilieren mit Hitze sein, was meines Erachtens auch besser hält. Von dem her kommt da noch was, das eben die Power Tools. Vom Bedienen her gewinnt hier tatsächlich Cricut, weil ich die Cricut Design Space App halt einfach wirklich super finde, um damit auf dem iPad zu arbeiten. Hier habt ihr nur eine App, wo ihr ausführen könnt. Das heißt, ihr bereitet das auf dem PC vor und dann mit der Silhouette Go App könnt ihr das Ganze ausführen. Es wurde aber auch gesagt, dass hier noch weiterentwickelt wird und dann noch was kommt. Da gucken wir dann, was kommt. Aber hier wirklich, also ich finde diese App super. Und warum sage ich das? Weil es für mich halt einfach extrem wichtig ist, wenn ich so mit kleinen Maschinen arbeite, dann will ich jetzt nicht jedes Mal mit dem PC arbeiten, sondern einfach kurz mein iPad nehmen und damit arbeiten können. Von dem her gewinnt bei der Kategorie definitiv für mich die Cricut Joy. Aber eben, es ist wie immer, ne? Je nachdem, was euch wichtig ist, passt dann die eine Maschine besser als die andere oder vielleicht passt auch gar keine davon. Und das war es tatsächlich auch schon für heute. Das war das, was ich euch mit der Silhouette Portrait 4 zeigen wollte, nämlich was da mit dabei ist, wie die generell funktioniert. Dann auch ein paar erste Beispiele damit machen, den Vergleich mit der Portrait 3 und dann auch den Vergleich mit der Cricut Joy Extra, damit ihr da so ein bisschen eine Übersicht habt. Und eben für mich das Learning von heute, dass ich da definitiv noch ein bisschen mit den Einstellungen das testen muss, dass ich die besten Einstellungen habe und das dann wirklich einwandfrei funktioniert. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und dass es interessant war für euch und dass ihr da vielleicht auch sogar Lust bekommen habt auf die Portrait 4. Wie gesagt, wenn dann die Power Tools kommen und die elektrostatische Matte, dann werde ich euch das natürlich dann auch noch zeigen. Aber ansonsten, jo, hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!